Herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Podcast-Serie Autonome Waffensysteme und menschliche Kontrolle. In dieser Folge werden wir uns mit der strafrechtlichen Verantwortung auseinandersetzen. Unsere heutigen Gäste sind Sabine Gless und Dorothea Avidisian. Frau Gless ist Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Basel und Frau Avidisian ist Doktorandin bei der Professur Gless. Frau Gless, im Strafrecht gilt das Prinzip des mens rea, also des schuldigen Geistes, als eine Voraussetzung für die Strafbarkeit, nach dem Grundsatz keine Schuld ohne Bewusstsein der Schuld. Kann dieser subjektive Tatbestand beim Einsatz von autonomen Waffensystemen überhaupt festgestellt werden, wenn zum Beispiel die autonomen Waffen ihr Ziel verfehlen? Das bringt uns direkt zu 2 Problemen. Das erste Problem ist, wie man eigentlich Bewusstsein der Schuld beurteilt, wenn jemand einen Automatismus in Gang setzt. Weil man sich ja auch auf den Standpunkt stellen könnte, dass dann die Person überhaupt nicht mehr entscheidet, sondern der Automatismus. Allerdings schauen wir beim Strafrecht das Zeitfenster immer im Gesamten an. Und wer eine Kausalkette in Gang setzt, die unvorhersehbar ist, kann allenfalls dafür haftbar gemacht werden, nämlich für das Bewusstsein ganz zu Beginn. Aber das größere Problem ist eigentlich das zweite Problem, nämlich dass an der Entwicklung, am Einsatz, an der Überwachung von autonomen Waffensystemen sehr viele Menschen mitwirken und jedem im Einzelfall die Schuld nachgewiesen werden müsste. Und wenn die Verantwortung zwischen so vielen geteilt wird, wir sprechen manchmal auch von Verantwortungsdiffusion, dann kann das sehr schwer sein zu sagen, wer ist jetzt eigentlich wirklich schuld. Welches Recht kommt in Bezug auf autonome Waffensysteme zum Einsatz und wann? Beim Einsatz von autonomen Waffensystemen ist vor allem das humanitäre Völkerrecht, das Völkerstrafrecht und das nationale Strafrecht im Vordergrund. Das humanitäre Völkerrecht enthält die materiellen Regeln, welche autonome Waffensysteme unbedingt einhalten müssen, damit der Einsatz überhaupt legal ist. Der Anwendungsbereich des humanitären Völkerrechts ist eröffnet, sobald ein bewaffneter Konflikt vorliegt. Und dann schränkt das humanitäre Völkerrecht den Parteien Schranken bezüglich der Wahl der Mittel und Methoden der Kriegsführung. Und bei autonomen Waffensystemen stellt sich vor allem die Frage, inwieweit sie vereinbar sind mit den Targeting-Regeln, vor allem ob autonome Waffen überhaupt das Unterscheidungsprinzip, Verhältnismäßigkeitsprinzip und Vorsichtsprinzip respektieren können. Wenn dann gegen eine materielle Norm des Völkerrechts verstoßen wird, da kommt grundsätzlich die Strafbarkeit ins Spiel, national als auch international. Das Völkerstrafrecht umfasst 4 Kernverbrechen, die unter anderem im Römerstatut des Internationalen Strafgerichtshofs verankert sind: der Völkermord, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. Jetzt bei autonomen Waffensystemen ist vor allem das Kriegsverbrechen im Vordergrund. Und ein Kriegsverbrechen liegt vor, wenn ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht begangen wird. Diese Völkerstrafrechtsverbrechen sind weitgehend im schweizerischen Strafgesetzbuch integriert und widerspiegeln in ihren Verboten das humanitäre Völkerrecht. Können Sie auf die Normen des Völkerstrafrechts, konkret auf den eben genannten Tatbestand der Kriegsverbrechen eingehen? Und wie sieht es mit den Anforderungen an den subjektiven Tatbestand in diesem Zusammenhang aus? Kriegsverbrechen könnte beispielsweise begangen werden beim Einsatz von autonomen Waffensystemen, wenn eben dieses System nicht unterscheiden kann zwischen Zivilisten und Kombattanten oder zwischen Kombattanten, die bereits die Kriegstätigkeit aufgegeben haben, und noch kämpfenden Soldaten. Und dann könnte ein objektiver Tatbestand des Kriegsverbrechens erfüllt sein, weil eben diese Personen getötet werden. Subjektiv ist es allerdings sehr viel schwerer nachzuweisen, weil das Römerstatut, so wie es heute gilt für Kriegsverbrechen, den subjektiven Tatbestand eingeschränkt hat und davon ausgeht, dass man nur haftbar ist, wenn man mit Wollen und mit Wissen um die Gesamtsituation einen objektiven Tatbestand verwirklicht. Das heißt, für die Entwickler oder für diejenigen, die autonome Waffensysteme einsetzen, dass sie hätten
erkennen können, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eben auch Zivilisten oder Personen, die bereits die Kriegstätigkeit aufgegeben haben, beschossen werden. Was das dann in der Praxis bedeutet und im Einzelfall, das müssen die Richter, Richterinnen bestimmen, die dann dort entscheiden. Die Spruchkörper des Internationalen Strafgerichtshofes, die ja urteilen auf der Grundlage des Römerstatutes, haben da durchaus unterschiedliche Ansichten vertreten. Manche haben ein nur geringes Risiko gefordert oder für das Wissen darüber, was passieren könnte. Andere fordern, dass man zumindest das hohe Risiko erkennen muss, dass es zu Tötungen von Zivilisten oder Kombattanten kommt. Und insgesamt ist das noch eine recht ungeklärte Frage. Frau Avedisian, in diesem Zusammenhang haben Sie einen Vorschlag, wie die gerade eben beschriebene Verantwortungslücke geschlossen werden könnte? Ein Ansatz zur Schließung der Verantwortlichkeitslücke besteht darin, autonome Waffensysteme wie militärische Untergebene zu behandeln und die Doktrin der vorgesetzten Verantwortlichkeit auf KI-Systeme anzuwenden. Der Hauptvorteil der Übertragung dieser Verantwortlichkeit auf die Bediener von autonomen Waffensystemen besteht darin, dass das auch Fälle von einfacher Fahrlässigkeit umfassen würde. Denn bei vorgesetzten Verantwortlichkeit genügt Fahrlässigkeit, anders als bei den Anforderungen an die Mens rea gemäß Artikel 30 des Römerstatuts. Nach dem Wortlaut von Artikel 28 des Römerstatuts für Vorgesetztenverantwortlichkeit reicht es nämlich aus, wenn der Befehlshaber unter den Umständen wusste oder hätte wissen müssen, dass die Truppen unter seiner oder ihrer Befehlsgewalt Verbrechen begehen oder im Begriff sind, diese Verbrechen zu begehen und nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreifen wurden, um diese Verbrechen zu verhindern. Das würde also erlauben, dass ein Bediener von autonomen Waffensystemen sich nicht exkulpieren kann mit dem Einwand, er hätte nicht gewusst, dass das System Fehler macht. Es gibt aber Probleme mit der Übertragung dieser vorgesetzten Verantwortlichkeit auf autonome Waffensysteme. Erstens ist der Wortlaut Truppen, die unter der Befehlsgewalt stehen. Autonome Waffensysteme sind eben Waffen und nicht Truppen. Daher ist es nicht ganz ersichtlich, ob man das wirklich sinngemäß übertragen kann. Und andererseits ist es auch hier wieder das Problem, das hätten wissen müssen, ist im Einzelfall auch nicht wirklich klar bei autonomen Waffensystemen. Und wo dieser Sorgfaltsmaßstab steht, muss eigentlich noch geklärt werden. Ist das traditionelle Strafrecht überhaupt in der Lage, die gerade beschriebenen Probleme überhaupt zu lösen? Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Wir haben ja eben gehört, Strafrecht richtet sich an Menschen und ist auf Menschen zugeschnitten. Es ist aus meiner Sicht keine valable Möglichkeit, dass man sagt, es gibt Strafbarkeit von autonomen Waffensystemen, selbst weil sie ja in diesem Moment dann entscheiden, zu schießen oder nicht zu schießen. Aber das Strafrecht hat trotzdem seine Möglichkeiten. Was es macht, ist, dass es das Zeitfenster eröffnet. Das heißt, wir etablieren Pflichten für Menschen bereits während solche Systeme entwickelt werden. Wir haben Pflichten für Menschen, bevor sie diese Systeme einsetzen. Und es gibt Pflichten, während des Einsatzes zu überprüfen. Von daher gibt es schon Möglichkeiten des Strafrechtes, darauf zu reagieren. Existieren Gerichtsurteile oder Verurteilungen in Bezug auf autonome Waffensysteme? Und wie können sich die zuständigen Justizbehörden und Gerichte bereits jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen? Derzeit existieren noch keine Verurteilungen in Bezug auf den Einsatz von autonomen Waffensystemen. Klar ist eben, dass autonome Waffen nicht vor Gericht gestellt werden können und noch weniger eine Gefängnisstrafe oder Geldstrafe abbüßen können, sondern dass der Mensch strafrechtlich verantwortlich sein muss. Es wäre wichtig, dass auf legislativer Ebene klare Regelungen geschaffen werden in Bezug auf den Einsatz von autonomen Waffensystemen. Denn derzeit ist auf nationaler als auch auf internationaler Ebene der Standard der Strafbarkeit eher auf traditionelle Formen der Täterschaft ausgerichtet. Vor allem jetzt im Hinblick auf neue technologische Entwicklungen wäre es hilfreich, wenn klar ausformuliert wird, welche Pflichten einen bezüglich der Überwachung, des Einsatzes, der Herstellung
obliegen. Und somit könnten Personen ihr Verhalten im Umgang mit autonomen Waffensystemen an diese Normen richten, verstehen, worin eine Pflichtverletzung besteht und sich allenfalls eine strafrechtliche Verantwortung ableiten lässt. Aktuell besteht Konsens darin, dass weder im nationalen Recht noch im Völkerrecht die strafrechtliche Verantwortung von Menschen auf die Maschine transferiert werden kann oder darf. Ist es aber vorstellbar, dass der Hersteller, zum Beispiel neben dem Kommandanten oder den Soldaten, der das System operiert, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann? Das ist aus meiner Sicht nicht nur vorstellbar, sondern letztlich die logische Konsequenz aus dieser Verantwortungsteilung, über die wir zu Beginn gesprochen haben. Wenn verschiedene Personen gemeinsam etwas produzieren, dann trägt jeder seinen Teil der Verantwortung. Und wenn bereits in der Herstellung eines autonomen Waffensystems, also bei der Konzipierung oder die Algorithmen beim Training, bei den Daten, die benutzt werden für das Training eines solches System, damit es überhaupt funktioniert, ein Fehler gemacht wurde, dann wäre auch der Hersteller dafür entsprechend haftbar. Das Problem ist eben, dass man das dann in der Praxis nachweisen können muss und dass es noch verschiedene ungeklärte Rechtsfragen gibt. Aber das Strafrecht hat damit durchaus seine Erfahrungen. Es gibt auch heute ein strafrechtliches Produkthaftungsrecht, bei dem man auch untersucht, in einem komplexen Zusammenhang, beispielsweise bei der Entwicklung eines Medikamentes, wo Fehler gemacht wurden. Und wenn Fehler gemacht werden, dann werden die auch strafrechtlich verfolgt. Könnten Sie kurz skizzieren, wie die Art und Qualität der menschlichen Kontrolle bei einem autonomen Waffensystem beschaffen sein müssten, um zum Beispiel einen Kommandanten, der den Einsatz dieses Systems befehligt hat, oder den Soldaten, der das System betreibt, operiert, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen? Unter der Bedingung zum Beispiel, dass Zivilisten unrechtmäßig und völkerrechtswidrig zu Schaden kommen. Ja, also das Konzept des Meaningful Human Control wäre ein Weg, um immer festzustellen, dass ein Mensch für die Maschine verantwortlich ist und so diese Verantwortlichkeitslücke teilweise zu schließen. Hier kann man unterscheiden zwischen den verschiedenen Autonomisierungsgraden. Also bei In-the-Loop-Systemen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass ein Mensch im Targeting-Entscheidungsprozess mit eingebunden ist und somit sinnvolle menschliche Kontrolle herrscht. Bei On-the-Loop-Systemen überwacht ja ein Mensch das System und sollte eigentlich das Verhalten des Systems steuern können. Und bei Out-of-the-Loop-Systemen kann man davon ausgehen, dass es keine menschliche Kontrolle gibt. Bei den zwei erstgenannten Formen der Autonomisierung sollte es an sich genügen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit, weil ein Mensch ja das System kontrolliert. Einen Angriff, wenn dann ein Fehler begangen wird, dann liegt die Verantwortung bei ihm, dass er es entweder genehmigt hat oder nicht eingegriffen hat, als ein Völkerrechtsbruch absehbar war. Aber das ist alles in der Theorie so. In der Praxis unterliegt das Mensch-Maschinen-Modell vielen Herausforderungen. Einerseits sind Menschen von Natur aus schlechte Überwacher von maschinellen Aktivitäten, weil Maschinen viel schneller reagieren als Menschen. Und andererseits wegen dem Problem der Aufmerksamkeit. Es ist sehr schwer, wenn man kognitiv nur passiv beteiligt ist an der Überwachung eines Systems und dann etwas Unvorhersehbares passiert, die geistige Aufmerksamkeit so zu erhöhen in so schneller Zeit, dass man ein informiertes Vetorecht über die Aktivitäten der Maschine ausüben kann. Also die Erwartung einer lang anhaltenden Aufmerksamkeit ist eine unrealistische Leistungsanforderung eigentlich. Und in diesem Zusammenhang erwähne ich kurz eine Anekdote aus der Operation Iraqi Freedom. Im Jahr 2003 hat das US-Raketenabwehrsystem Patriot aus Versehen 2 eigene Truppen beschossen. Und in Reaktion auf die Situation hat der zuständige General Major gesagt, wie stellt man Aufmerksamkeit im richtigen Moment her? 23 Stunden und 59 Minuten Langeweile, gefolgt von 1 Minute Panik. Und das zeigt, dass eigentlich die Überwachung eines Systems nicht das Äquivalent von menschlicher Kontrolle sein kann, sondern nur eine Komponente.
und dass es durchaus viel mehr sinnvolle menschliche Kontrolle braucht, um wirklich Strafbarkeit begründen zu können. Wichtig wäre vor allem, dass sinnvolle menschliche Kontrolle nicht nur im kritischen Moment des Angriffs besteht, sondern über den gesamten Lifecycle der Waffe. Analog dazu ist beispielsweise beim EU AI Act wird gefordert, dass bei High-Risk-Systemen eine strenge Überwachungs- und Dokumentationspflicht besteht über den gesamten Zyklus des KI-Systems. Und das sollte eigentlich bei autonomen Waffensystemen gleich sein. Man spricht in diesem Zusammenhang von sinnvoller menschlicher Kontrolle vom Antebellum, also in der Produktions- und Herstellungsphase, im Inbello, also während des kriegerischen Einsatzes, bis zum Postbellum für die strafrechtliche Verantwortlichkeit. Geschätzte Gäste, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Mitwirkung am Podcast-Projekt sowie das Teilen Ihrer Fachexpertise mit uns. An dieser Stelle bedanke ich mich auch ganz herzlich bei unserer Zuhörerschaft fürs Einschalten und Zuhören.